Hallo zusammen und willkommen zurück bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute habe ich wieder ein paar Hopfenauszüge, also leicht carbonisierte Hopfenauszüge für euch, mit denen ich so ein bisschen das Hopfenstopfen nachstelle. Mehr Infos dazu findet ihr in meinem ersten Video zu dem Thema. Ich habe jetzt hier ein paar Hopfen gefunden, die habe ich von dem YouTube-User Waymay zugeschickt bekommen. Vielen Dank an ihn dafür. Die sind nämlich bei ihm über gewesen und die hat er netterweise zu mir geschickt. Das sind so britische Hopfen, die man ein bisschen seltener findet. Und mir ist jetzt vor kurzem aufgefallen, dass einer der großen deutschen Anbieter jetzt diese Hopfen auch im Sortiment hat. Die haben sogar einen kleinen Blog-Eintrag verfasst, den verlinke ich mal unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch angucken, ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber falls ihr die interessant findet, könnt ihr die da bekommen. Und deswegen möchte ich jetzt mal anfangen, hier zu verkosten. Wir haben Epic da, Pilgrim, Phoenix und Bullion. Phoenix habe ich schon mal benutzt, soll schokoladige, melassige Aromen einbringen, konnte ich allerdings so noch nicht mal kritisch verkosten bisher und ich benutze ihn ja jetzt auch nicht gekocht. Der Pilgrim ist eigentlich so ein typischer Bitterhopfen, verwandt mit Challenger, vielleicht grasig-kräutige Aromen, ansonsten weiß ich da nichts drüber. Ich wollte auch jetzt nicht einfach nur das vorlesen, was so die British Hop Association dazu sagt, deren Link packe ich euch auch in die Videobeschreibung, da könnt ihr das mal zu jeder Hopfensorte in England nachlesen, die ist echt gut. Da stehen aber immer nur ein paar Wörter bei und man weiß ja nie, welcher der Geschmäcker wann entsteht. Wenn man das 10 Minuten kocht, wenn man das ganz kurz kocht, wenn man das in den Whirlpool gibt, das sind ja jedes Mal ganz andere Aromen. Zum Beispiel bei Target gibt es ja das Zitronige nur, wenn man das in den Whirlpool oder eben ins Hopfenstopfen packt, aber nicht, wenn man den 10 Minuten kocht, da schmeckt man fast gar nichts. Das ist also ein völlig anderer Eindruck, den man bekommt, je nachdem, wie man den Hopfen verwendet. Ich fokussiere mich jetzt, wie gesagt, aufs Hopfenstopfen. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich das letzte Mal First Gold benutzt habe, ist, dass es bei diesem Kaltauszug, das war ja auch wirklich dann im Kühlschrank bei kaltem Wasser, dass es einen ganz anderen Geschmack dargestellt hat als im Bier, wo es sehr zitronig war. Und das Einzige, was wirklich vergleichbar war, war diese starke Bittere, die man bekommt, wenn man den zum Hopfenstopfen benutzt und die man wirklich beachten muss, was ich bei First Gold als typischen Hopfenstopfhopfen aus England etwas überraschend fand. Da muss man also wirklich wissen, was man tut. Jedenfalls, das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall eindeutig jetzt feststellen kann, ob einer von diesen besonders unangenehm bittert, wenn man den zum Hopfenstopfen verwendet. Was ich allerdings jetzt gemacht habe, ist, ich habe die jetzt alle mal warm gestopft bei Zimmertemperatur, falls das der große Unterschied ist. Dann werde ich das in Zukunft immer machen. Ich weiß allerdings nicht, wann ich jemals einen von diesen hier zum Hopfenstopfen auch verwende. Das ist dann wieder so ein Blick in die Zukunft. Aber gucken wir erstmal, was wir riechen und schmecken. So, hier haben wir Epic. Also das ist ein angenehm fruchtiges Aroma. Ich meine, ein bisschen Zitrus rauszuriechen. So ein bisschen zitronig, ein bisschen generell so leicht fruchtig, schwer zu beschreiben. Limettig, nicht bitter. Ja, ziemlich klar Limette. Ich meine, der Fackel oder East Kent Golding, einer von beiden, der war so ähnlich in der Verkostung, war auch einer so limettig. Meine Nase freikriegen. So, der Pilgrim, der hat so ein bisschen dunkle Noten dabei. Ist tatsächlich sehr ähnlich. Ich habe wieder die S04 für alles verwendet. Die haben alle gute Kohlensäure. Das Fermentieren hat überall gut funktioniert. Bin mir jetzt nicht sicher, warum der sehr ähnlich riecht. Ah, nee, da ist was anderes. Ja, genau. Also der allererste Eindruck, der ist ähnlich. Aber danach kommt so ein dunkle. Oh, wie beschreibe ich das jetzt? Das hat so ein bisschen was, wie wenn man Grünschnitt hat. Also wo man viel im Garten gearbeitet hat. Und das ist nicht grasig, sondern dieses dunkle, holzige. Ich denke so an dunkle Blätter oder sowas. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, woran mich das erinnert. Ist aber echt interessant. Sehr charaktervoll. Fände ich schwierig irgendwo zu benutzen, könnte aber vielleicht in einem Porter oder sowas ganz interessant sein. Ja, der ist sehr würzig. Also wirklich nicht bitter. Das finde ich echt interessant, aber sehr würzig. Also würde man fast so ein bisschen Richtung Brühe gehen. Bisschen Richtung Suppe, so Bärlauchsuppe, sowas in der Art, denke ich da. Ja, das ist echt faszinierend. Also, sehr interessante Geschmäcker, aber, also, ja, nicht so fürs Bier geeignet. Müssen wir mal gucken, wie der überhaupt im späten Kochen funktioniert, weil Pilgrim habe ich bisher immer nur zum Bittern benutzt und noch gar nichts zum Aromatisieren. Vielleicht ist er auch einfach gar nicht so dafür geeignet. Und der große Vorteil sind nur die 11% Alphasäure, die man da rauskriegt. Dann ist es halt so. Es soll eine sehr milde Bittere geben. Sehr typisch englisch. Also die Nase freikriegen, sonst riechen die Wale gleich.
Ah, interessant. Der hat ein ganz kleinen Geruch nach Käse. Der war aber nicht alt. Der ist auch würzig kräuterig, aber auf eine andere Art. Der ist so ein bisschen harzig, finde ich. So ein bisschen Pinienharz. Tannennadeln. Aber auch noch irgendwelchen Gewürzen, so Thymian zum Beispiel. Ich glaube, Thymian könnte ganz gut hinkommen. Ja, sehr interessantes Aroma. Oh, wow, ist der bitter. Oh mein Gott. Weiß nicht, ob es andere Hopfen mal gab, die bitterer waren, aber der ist sehr unangenehm bitter. Das ist wirklich, als hätte man gerade in so einen Kiefernast gebissen. Boah. Boah. Also, das Wasser werde ich wahrscheinlich nicht zum Trinken die nächsten Tage nehmen. Bei den anderen konnte ich mir das schon vorstellen. Boah, das war jetzt Phoenix. Der dunkle, schokoladig-molassige Hopfen. So, jetzt haben wir Bullion. Wie gesagt, von dem habe ich noch nie irgendwie was gehabt. Genau wie bei Epic auch. Ich muss mal kurz Wasser trinken. So. Geschmack von der Zunge. Das ist wirklich harzig ohne Ende. Meine Güte. So. Bullion. Ah, der ist jetzt wieder erfrischend und zitronig. Auf die gleiche Art und Weise zitronig wie der Epic. Ich weiß gar nicht, ob die verwandt sind. Müssen wir mal nachgucken. Ich lese das immer, was woher kommt. Also es gibt ja Weill College und Charles Ferrum. Die sind die großen Zuchtprogramme. Und dann kriegt man auch gesagt, was alles verwandt ist, aber man vergisst es ja doch sofort wieder. Das ist alles zu viel. Also ich kann wenig Unterschied zum Epic finden. Ich finde, er ist genauso. Er ist ein bisschen wässriger. Es ist halt so eine zitrusige Nase. Der Geschmack ist aber wirklich nur ganz, ganz leicht. So ein bisschen limettig. So ein bisschen das Bittere von der Zitronenschale, ne? Ja. Verhaltener. Ich vergleiche nochmal mit dem hier, ob das wirklich so viel Unterschied war. Ja, ist mehr. Und weniger bitter, der Epic, als der Bullion. Ja, so viel dazu. Ich gucke mal, ob ich hier mit den beiden, die ja auch Aromahopfen sind, in Zukunft Biere braue. Ich muss immer noch von den New World, den britischen New World Hopfen, die ich mal so verkostet hatte. Hier, schaut euch an das Video. Da habe ich auch Hopfenauszüge draus gemacht und dann war das sehr interessant, aber irgendwie nicht so richtig überwältigend. Und später habe ich halt erst gelesen, dass die wirklich für den Whirlpool gedacht sind. Und da gibt es auch Rezepte, die vorgeschlagen werden von der British Hop Association. Und mindestens das eine, was vorgeschlagen wird, wollte ich mal machen. Das war, glaube ich, mit Endeavour und First Gold. Und idealerweise würde ich halt von allen mal einen Smash brauen. Ne? So ein richtiges Pale Ale mit viel Whirlpool-Hopfen und dann gucken, auch bei diesen beiden vielleicht, wie die so alle schmecken. Aber ich weiß nicht, ob ich das zeitnah schaffe. Irgendwann dieses Jahr wird es soweit sein. Genau. Das wäre jetzt jedenfalls meine Zusammenfassung von diesen 4. Ich habe noch 3 weitere gemacht, die mache ich dann im nächsten Video. Und ja, interessante Effekte. Bei 2 muss man gucken, ob die als Aromahopfen gut sind, die anderen 2 eher nicht. Aber dann wisst ihr mal ein bisschen mehr, was dazu zu diesen britischen Hopfen. Und vielleicht wisst ihr auch eine Anwendung, die wo ein Phoenix ganz gut geeignet wäre. Überlegt es euch mal. Also ich würde sagen, bis dann und macht's gut.